Lina hat der falschen Person vertraut. Nachdenkliches Gesicht, Folge 6. Lina, was ist hier los? Warum bist du wütend? Ist alles in Ordnung? Mir geht es nicht gut, Martin, deine Chefin ist ein schlechter Mensch. Sie hat mich absichtlich entlassen, ich will dir die Wahrheit sagen. Sie hasst mich sehr, hör mir zu. Wovon sprichst du? Ich habe dich nicht verstanden. Was hat sie getan? Martin, du kennst mich sehr gut, deine Freundin mag mich nicht. Ich möchte ihr helfen, ich habe ihr einen Job angeboten. Sie will nicht arbeiten. Das ist nicht so, sie hat eine Kakerlake in ihr Essen getan. Ich weiß es, noch etwas, sie hat einen Plan gemacht. Um mir auf der Party Angst zu machen, diese Frau hat mit Amanda gesprochen. Ich habe alles gehört, sie mag mich nicht. Du weißt, dass ich nicht lüge, du musst mir glauben, Martin. Was? Amanda, hast du das getan? Hast du eine Kakerlake in dein Essen getan? Hast du den Verstand verloren? Ich habe nichts getan. Du beschuldigst mich, ich bin deine Chefin, wie kannst du so etwas sagen? Gut, ich werde ihr nicht helfen, sie braucht keinen Job. Sie beleidigt mich. Martin, ich sage die Wahrheit, du weißt, dass ich noch nie jemanden belogen habe. Sie will mir einen Job im Ausland geben. Mein Vater ist krank, ich brauche hier einen Job. Ich kenne dich, Lina, du hast mich nie belogen. Ich glaube dir, ich vertraue auch Amanda, sie kann niemandem wehtun. Gut, ich gehe jetzt, ich habe alles verstanden. Sie ist deine Chefin, du willst diesen Job nicht verlieren. Einen schönen Tag noch, Martin. Lina, bitte hör mir zu, wir müssen reden. Gott sei Dank, sie wird nie wieder hierher kommen, das ist gut für mich. Martin, geh zurück an die Arbeit, du musst dieses Projekt fertigstellen, okay? Okay, Amanda, ich werde es fertigstellen. Lina, billiges Mädchen, sie hat mich sehr beleidigt. Ich muss ihr eine Lektion erteilen, sie wird viel weinen. Sie kennt mich noch nicht, ich bin Amanda. Hallo, ich habe eine Aufgabe für dich, ich schicke dir die Adresse. Du sollst Linas Vater schlagen, aber nicht zu sehr. Warte nur ab, Lina, du wirst noch viel weinen. Ich muss bald einen Job finden, mein Vater ist krank. Ich möchte mich um ihn kümmern, oh Gott, hilf mir. Ich bin ganz allein, bitte hilf mir, ich liebe meinen Vater sehr.
Papa, oh Gott, Papa. Papa, was ist mit dir passiert? Was ist hier passiert? Bitte, Papa, sag etwas. Mir geht es nicht gut. Bitte bring mich ins Krankenhaus. Okay, Papa, mach dir keine Sorgen, ich werde einen Krankenwagen rufen. Papa, kannst du mich hören? Warum atmest du nicht? Bitte sprich mit mir, Papa, ich bin deine Tochter, bitte öffne deine Augen. Mama, wo ist Lina? Ich möchte mit ihr sprechen. Sie muss zu Hause sein. Was ist passiert, mein Sohn? Ich gehe zu Lina, ich werde später mit dir sprechen. Mama, ich muss jetzt gehen. Oh mein Gott, Lina, Onkel, was ist hier passiert? Ich muss einen Krankenwagen rufen. Hallo, es ist ein Notfall, ich brauche sofort 2 Krankenwagen. Reiß dich zusammen, mein Sohn, Sie werden bald wieder gesund sein. Ich kann diesen Moment nicht vergessen, Mama. Sie lagen auf dem Boden, ihr Vater ist auch krank. Lina hat auch ihren Job verloren. Deine Chefin hat eine Kakerlake in ihr Essen getan. Lina ist unschuldig, deine Chefin mag Lina nicht. Woher weißt du das? Lina hat es mir gesagt, du kennst sie sehr gut, sie lügt nie. Herr Doktor, wie geht es Lina, wie geht es ihrem Vater? Lina geht es gut, sie ist nur ohnmächtig geworden, du kannst sie bald sehen. Wie geht es ihrem Vater? Es tut mir sehr leid, er lebt nicht mehr, jemand hat ihn schwer geschlagen. Es ist ein Fall für die Polizei, Sie sollten die Polizei rufen. Was? Was sagen Sie da? Oh mein Gott. Ach, liebe Susanne. Nein, nein, er kann uns nicht verlassen, wer konnte ihn schlagen? Lina, sie ist jetzt ganz allein, sie hat ihre Mutter verloren. Sie hat auch ihren Vater verloren, sie wird das nicht verkraften. Mein Sohn, du musst stark sein, Lina braucht uns. Wir müssen uns um sie kümmern, wir müssen es ihr sagen. Wir können es nicht vor ihr verbergen. Du hast recht, Mama, wir müssen es Lina sagen, lass uns zu ihr gehen. Lina, wie fühlst du dich jetzt? Mir geht es gut, wo ist mein Vater, wie geht es ihm? Lina, du musst stark sein, wir möchten dir etwas sagen. Es geht um deinen Vater, er war ein so guter Mensch. Mir ist schwindelig, was sagst du da?
Ich habe dich nicht verstanden. Oh Gott, es geht ihr nicht gut, wir müssen warten. Wo ist mein Vater? Ich möchte meinen Vater sehen. Martin, bitte sag etwas. Lina, dein Vater ist. Nachdenkliches Gesicht. Wir kommen später wieder, du musst dich ausruhen. Dir geht es nicht gut, Lina. Okay, ich fühle mich auch schläfrig. Mama, warum hast du mich aufgehalten? Wir müssen es Lina sagen. Sie ist nicht in Ordnung, wir können es ihr jetzt nicht sagen. Du solltest zur Polizeistation gehen, jemand hat Linas Vater geschlagen. Okay, Mama, ich gehe zur Polizeistation, ich bin gleich zurück. Mach dir keine Sorgen, wir werden diese Person bald finden. Er kann uns nicht entkommen, wir werden uns bald bei dir melden. Okay, ich werde warten, danke, Herr Polizist. Nein, nein, das kann nicht passieren. Mein Vater kann mich nicht verlassen. Papa, bitte komm zurück. Bitte, Lina, reiß dich zusammen, wir sind bei dir. Jemand hat deinen Vater schwer geschlagen, Martin ist zur Polizeistation gegangen. Martin ist zur Polizeistation gegangen. Es tut uns sehr leid für deinen Verlust. Bitte weine nicht, dir geht es nicht gut. Ich vermisse meinen Vater sehr, wer konnte meinen Vater schlagen? Ich habe solche Schmerzen. Martin, wo bist du? Bist du auf dem Weg? Es tut mir leid, ich kann heute nicht kommen. Linas Vater lebt nicht mehr, jemand hat ihren Vater gestern geschlagen. Er war krank, er konnte es nicht überleben. Was? Oh mein Gott, es tut mir so leid, das zu hören. Wie geht es Lina? Wo ist sie? Es geht ihr nicht gut, ich bin im Krankenhaus. Ich bin bei Lina, sie steht unter Schock. Oh Gott, bitte schick mir den Standort. Ich möchte Lina treffen, ich komme bald. Okay, Amanda, ich werde dir den Standort schicken, danke fürs Nachfragen. Oh Gott, Linas Vater lebt nicht mehr, das wollte ich nicht. Du Idiot, was hast du getan? Du musst mich sofort treffen. Du Idiot, du hast Linas Vater schwer geschlagen. Er lebt nicht mehr, du hast ihn getötet, warum hast du das getan? Ich habe dir gesagt, du sollst ihn nur ein bisschen schlagen.
Es tut mir so leid, Madame, ich wollte ihn nicht töten. Er war krank, bitte retten Sie mich. Madame, ich will nicht ins Gefängnis. Sie müssen mich retten. Die Polizei wird mich bald finden. Mach dir keine Sorgen, ich werde dich retten. Du kannst hier nicht bleiben, du musst dieses Land für ein paar Wochen verlassen. Ich werde bald dein Ticket buchen, du musst deinen Reisepass mitbringen. Du musst dieses Land verlassen, die Polizei kann dich nicht finden. Vielen Dank, Madame. Sie haben recht. Ich werde dieses Land heute verlassen. Es tut mir so leid, das zu hören, ich fühle mich sehr schlecht. Es geht ihr nicht gut, sie schläft noch. Möchtest du einen Kaffee? Ja, klar, schwarzen Kaffee ohne Zucker. Okay, ich bin gleich zurück. Ich hasse dich, Lina, ich muss dich töten. Ich kann dich in meinem Leben nicht ertragen. Das ist eine gute Gelegenheit für mich. Ich muss dieses Sauerstoffgerät ausschalten, sie wird bald sterben. Ja, ich muss sie töten. Martin ist auch nicht hier, ich muss sie töten. Martin gehört nur mir. Was ist hier los? Martin, was ist passiert? Amanda, was machst du da? Ist alles in Ordnung? Martin, ich glaube, dieses Sauerstoffgerät funktioniert nicht richtig. Ich habe es überprüft. Was? Ich muss die Krankenschwester rufen, ich bin gleich zurück. Martin wird bald hierher kommen, ich muss etwas tun. Lina muss sterben, ich mag sie nicht. Martin gehört nur mir, ich hasse Lina. Du wirst bald sterben, Lina. Bitte treten Sie zur Seite. Lassen Sie mich Sie überprüfen. Sie atmet nicht richtig. Ich glaube, dieses Sauerstoffgerät funktioniert nicht gut. Bitte tun Sie etwas. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.